Hallo zusammen, hier sind wir wieder von unserem Kanal Türkei anders. Es schneit, wir sind in Edirne, wir waren 2 Tage hier, in der letzten Folge hat uns mit Sonne empfangen, gestern war es Regen und heute Schneefall. Aber wir sind auch noch Mitte April und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Çanakkale, ungefähr 3 Stunden Fahrt, wo wir dann einiges besichtigen werden. Wir werden Troja anschauen, dann die Dardanellen, diese Engstelle vor dem Marmara-Meer, wo einige Schlachten gefochten wurden hier über die Zeit, und hoffen wir dort einfach mal auf besseres Wetter. Bis gleich. Die Strecke zwischen Edirne und Çanakkale ist 230 Kilometer lang. Davon fuhren wir ca. 140 Kilometer bei starkem Schneefall. Tja, die Klimaveränderung macht auch nicht vor der Türkei Halt. Mittlerweile wurde aus Schnee Regen und wir waren kurz vor den Dardanellen. Die Çanakkale 1915 Brücke überspannt seit 2022 die Dardanellen. Mit ihrer Spannweite von 2023 Metern ist sie die längste Hängebrücke der Welt. Die Brücke wurde nach 5 Jahren Bauzeit 2022 offiziell eröffnet. Der Name der Brücke soll an die Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg von 1915 erinnern. Dort kämpften Truppen aus Frankreich und England gegen osmanische Soldaten. Die Schlacht forderte insgesamt 100.000 Tote. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Über 200 Kilometer Schneetreiben, insgesamt 300 Kilometer, 3 Stunden gebraucht. Jetzt sind wir endlich in Çanakkale und der Wetterbericht sieht für die nächsten Tage wieder gut aus, auch wenn es noch kühl ist, aber wenigstens schönes Wetter. Und heute werden wir wahrscheinlich nichts mehr machen, werden wir nur mal in ein Café gehen und runterkommen. Also wir sehen uns dann morgen. Çanakkale ist eine lebendige Küstenstadt mit ca. 180.000 Einwohnern. Sie liegt idyllisch an den Dardanellen, der Meerenge zwischen Ägäis und dem Marmarameer. Die Stadt ist bekannt als Tor zu 2 geschichtsträchtigen Orten, den Ruinen des antiken Troja und Gallipoli, dem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs. Çanakkale besticht durch eine entspannte Atmosphäre, eine hübsche Uferpromenade, charmanten Cafés und einem regen Fährbetrieb, der Europa und Asien verbindet. Am nächsten Tag war das antike Troja dran. Auf dem Weg dorthin machten wir noch einen Abstecher zum Kemerdere-Aquädukt. Um das gut erhaltene Bauwerk zu besichtigen, muss man ins Landesinnere durch einige Dörfer fahren und abschließend noch einige 100 Meter durch die Natur bis zum Aquädukt gehen. Das Aquädukt stammt aus der römischen Kaiserzeit. Es wurde erbaut, um frisches Quellwasser aus dem Ida-Gebirge zur Stadt Troja zu leiten. Es ist ein stilles, oft übersehenes Zeugnis römischer Ingenieurskunst und fügt sich wunderbar in die Natur ein.
zusammen und guten Morgen. Wir sind heute in Troja. Wunderbares Wetter, wie der Wetterbericht angekündigt hat, aber immer noch relativ kühl und windig. Der Parkplatz ist praktisch leer. Wir sind also fast die Einzigen, die hier rumschlendern und uns die Ruinen von Troja anschauen. Aber umso schöner haben wir das alles für uns. Kommt einfach mit. Die antike Stadt Troja, weltberühmt durch Homers Ilias, war über Jahrtausende hinweg ein bedeutender Siedlungsplatz und wurde in mehreren Schichten übereinander erbaut, von der Bronzezeit bis in die römische Epoche. Die Ausgrabungen, die im 19. Jahrhundert durch Heinrich Schliemann begannen, brachten Mauern, Tore und Siedlungsreste ans Licht, die das legendäre Troja greifbar machen. Heute ist die Fundstätte ein UNESCO-Weltkulturerbe und zieht Besucher aus aller Welt an, die auf den Spuren von Mythos und Geschichte wandeln möchten. Direkt neben der Ausgrabungsstätte liegt das beeindruckende Troja-Museum. Architektonisch erinnert das Gebäude mit seiner rostbraunen Fassade an die erdigen Farbtöne der Ausgrabungsstätten, als würde es selbst aus dem Boden der Geschichte emporsteigen. Im Inneren präsentiert das Museum faszinierende Artefakte aus über 5000 Jahren Siedlungsgeschichte und machen das Museum zum lebendigen Ort zwischen Legende und Wissenschaft. Wir machen uns auf den Weg weiter südlich nach Assos, ein weiterer antiker griechischer Stadtstaat. Vielleicht wollt ihr dann auch wieder mit dabei sein?